Wie sicher ist mein Geld eigentlich bei der Bank? Wieso kann ich bei der Stadtsparkasse Düsseldorf nicht bar einzahlen auf ein Konto bei der Sparkasse München beispielsweise? Wer beaufsichtigt eigentlich die Banken oder können die machen, was sie wollen? Viele Fragen, auf die ich euch gerne eine Antwort gebe, aber nicht in diesem Video. Denn zuvor ist es wichtig zu wissen, wie das deutsche Bankensystem in seiner Grundstruktur aufgebaut ist. Und damit begrüße ich euch herzlich bei Money Money. Das Bankensystem in Deutschland ist quasi einzigartig und kaum vergleichbar mit anderen Strukturen in der Welt. Wir nennen unser System das Drei-Säulen-Modell. Die erste Säule, das sind genossenschaftlich organisierte Institute, wie zum Beispiel Volks- und Raiffeisenbanken. Dann gibt es die privaten Banken, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, und die öffentlich-rechtlichen Institute wie Sparkassen und Landesbanken. Die größte Gemeinsamkeit dieser Institute ist, dass es sich um Universalbanken handelt. Das heißt, sie bieten sämtliche Finanzdienstleistungen unter einem Dach an. Im Gegensatz dazu gibt es noch einige Spezialkreditinstitute, die nur eine oder wenige Bankdienstleistungen anbieten, wie beispielsweise Hypothekenbanken oder Bausparkassen. Beginnen wir mit den Genossenschaftsbanken. Diese entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, die geprägt war von Industrialisierung, Landflucht und einem starken Bevölkerungswachstum. Gewerbetreibende und Landwirtschaft steckten in einer Krise. Und so beschlossen auf der einen Seite die Landwirte und auf der anderen Seite die Gewerbetreibenden, ihr Kapital in eine von ihnen gegründete Bank zu stecken, in eine genossenschaftlich organisierte Bank. Sie wurden quasi Eigentümer und Kunde zugleich. Ein bewährtes System, das bis heute auch noch Gültigkeit hat. Wenn ihr also Kunde einer Raiffeisenbank werden wollt, dann ist es in der Regel so, dass ihr auch heute noch einen sogenannten Genossenschaftsanteil zeichnen, also kaufen müsst. Dieser wird aber auch sehr gut verzinst in der Regel. Genossenschaftsbanken sind sogenannte Regionalbanken. Sie haben ein begrenztes Geschäftsgebiet, einen Raum ähnlicher Bedürfnisse und Interessen, wie es so schön heißt. Zentrales Institut ist die DZ Bank in Frankfurt. Zentraler Wertpapieranbieter ist die Union Investment. Zurzeit gibt es noch etwas weniger als 1000 eigenständige Genossenschaftsbanken. Sie haben einen Marktanteil von ca. 20%. Die zweite Säule sind die Privatbanken. Diese entstanden bereits im 13. und 14. Jahrhundert und haben eine teils sehr unterschiedliche Ausrichtung. So entstanden teilweise sehr exklusive Banken, wie beispielsweise die Berenberg Bank oder das Bankhaus Metzler, die es auch heute noch gibt und die auch heute noch im Familienbesitz sind. Andere Privatbanken, wie beispielsweise Oppenheim oder Hauck und Aufhäuser, zählen auch noch zu den Familienbanken, sind aber vom Markt verschwunden, wie Oppenheim, die sind in die Deutsche Bank integriert worden, oder das Bankhaus Hauck und Aufhäuser, an der chinesische Staat beteiligt ist. Neben diesen Familienbanken gibt es aber auch die Konzernbanken, die ebenfalls zu den Privatbanken gehören. Dazu zählen Deutsche Bank und Commerzbank beispielsweise, organisiert in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Je nach Strategie und Größe sind die Privatbanken regional oder auch überregional ausgerichtet. Eines jedoch haben sie gemeinsam: den sogenannten Shareholder-Value-Ansatz. Das heißt, der Unternehmenszweck ist Gewinnerzielung und Gewinnmaximierung und die Steigerung des Vermögenswertes, des Unternehmenswertes. Die größte Privatbank ist die Deutsche Bank.
mit rund 1.700 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme und rund 100.000 Beschäftigten. Schon weit dahinter liegt die zweitgrößte deutsche Bank, die Commerzbank, mit rund 50.000 Beschäftigten und einer Bilanzsumme von rund 540 Milliarden US-Dollar. Beide Banken orientieren sich im Moment neu. Es sind erforderliche Umstrukturierungen im Gange, die dem Vernehmen nach rund 25.000 Arbeitsplätze kosten wird. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Noch vor Monaten sollten ja Deutsche und Commerzbank fusionieren, und zwar auf politischen Druck hin. Dies hat ja bekannterweise nicht stattgefunden. Hier sollten aus zwei Kranken wohl ein Gesunder gemacht werden, was dem Vernehmen nach zur Folge gehabt hätte, dass rund 50.000 Arbeitsplätze verloren gegangen wären. Die dritte Säule, das sind die öffentlich-rechtlichen Institute, also im Wesentlichen Sparkassen und Landesbanken. Diese Institute stehen in einer öffentlich-rechtlichen Träger- oder Eigentümerschaft, und zwar von Gemeinden, von Landkreisen oder anderen Kommunen. Zu den Sparkassen und Landesbanken zählen noch diverse andere Gesellschaften, wie zum Beispiel die DK oder die Provinzialversicherungen oder Landesbausparkassen. Die ersten Sparkassen wurden um 1800 herum gegründet. Seinerzeit nach den Napoleonischen Kriegen herrschte in Deutschland Unsicherheit, Not und Armut. Und viele Menschen konnten auch gar nicht Rücklagen bilden, weil es gar keine Institutionen gab, wo sie diese Gelder anlegen konnten. Rücklagen waren wichtig für die Widrigkeiten des Lebens, also wie zum Beispiel Krankheiten. Die Obrigkeit, sprich also Bürgermeister, Landesfürsten und so weiter, beschlossen daher, eigene Kassen zu gründen, damit diese Menschen auch die Möglichkeit hatten, Einlagen zu bilden. Und zwar dann auch mit Staats- und Gemeindegarantien. Vorläufer von Sparkassen waren die sogenannten Witwen- und Waisenkassen. Diese waren eigene Abteilungen einer Kämmerei der Gemeinde. Heute sind Sparkassen autonome Institute mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit, eigenen Organen wie Vorstand und Verwaltungsrat und können jede Sparkasse für sich auch eine eigene Geschäftspolitik festlegen. Sparkassen sind insolvenzfähig, das heißt, die sie tragende Kommune haftet nicht mehr für die Verbindlichkeiten einer Sparkasse und sie sind somit auch kein Tochterunternehmen einer Stadt. Sparkassen unterliegen einem sogenannten öffentlichen Auftrag. Dieser beinhaltet die sogenannte Gemeinwohlorientierung. Das heißt, Sparkassen haben den gesetzlichen Auftrag, den Sparsinn und die Vermögensbildung zu fördern und breite Bevölkerungskreise mit erforderlichen Kreditmitteln zu versorgen. Sparkassen unterliegen auch dem sogenannten Kontrahierungszwang. Das heißt, sie müssen ein Konto für jedermann eröffnen. Außerdem beteiligen sich Sparkassen an der Finanzierung der Schuldnerberatung. Der große Unterschied zu den Privatbanken ist, dass die Gewinnerzielung bei Sparkassen nicht der Hauptunternehmenszweck ist, sondern hier ist der Hauptunternehmenszweck die Orientierung am Gemeinwohl, dem Unternehmen selbst und den Kunden. Dies nennt man den sogenannten Stakeholder-Value-Ansatz. Sparkassen unterliegen dem Regionalprinzip. Das heißt, sie dürfen nur Geschäfte machen im Gebiet ihres Trägers. So ist es denn verboten, dass eine Sparkasse beispielsweise aus Norddeutschland auch Geschäfte in Bayern macht.
Sparkassen sammeln also das Geld in ihrem Trägergebiet von den Sparern ein und geben dieses Geld auch im gleichen Gebiet wieder als Kredite für Wohnungsbau oder für Firmen aus. Somit kennen Sparkassen das regionale Geschäftsgebiet wie kaum ein anderes Institut. In Deutschland gibt es keine Stadt, keine Gemeinde, keinen Landkreis ohne eine Sparkasse. Insofern ist eine flächendeckende Grundversorgung mit Finanzdienstleistungen in Deutschland gewährleistet. Sparkassen haben einen Marktanteil von rund 50% mit 300.000 Beschäftigten. Eine kumulierte Bilanzsumme aller Sparkassen beträgt ca. 2.500 Milliarden Euro und damit wären die Sparkassen zusammengefasst die größte Bankengruppe Deutschlands. Neben den Geschäftsbanken zählt auch die Deutsche Bundesbank zum deutschen Bankensystem. Bis 1998 war die Bundesbank für alle geldpolitischen Entscheidungen und die Stabilität der Währung verantwortlich. Mit Einführung des Euros ist sie Teil des europäischen Zentralbankensystems unter Führung der EZB geworden. Gemeinsam mit der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, übernimmt die Deutsche Bundesbank im nationalen Bereich wichtige Aufgaben der Bankenaufsicht. Denn Banken können bei weitem nicht machen, was sie wollen. Doch hierzu erfahrt ihr in einem meiner weiteren Videos mehr, genauso wie zu den weiteren Fragestellungen rund um die Bankenwelt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Fragen und Anregungen schickt mir bitte in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann lasst mir doch auch ein Abo da. Und damit sage ich Tschüss, bis nächste Woche.